MJ Update in Bergisch Gladbach. Heute findet hier im Bergischen Löwen die große Michael Jackson Show statt. One Night of MJ. Und ich bin natürlich hier. Das ist eine Michael Jackson Tribute Show. Hier spielt Wendell Gamma den Michael Jackson, der auf TikTok und Instagram Hunderttausende von Follower hat. Und ein Highlight, Jennifer Batten, die Originalgitarristin von Michael Jackson, spielt hier heute live in dieser Halle. Sie war mit Michael auf Bad, Dangerous und History Tour und seine Standardgitarristin auf allen Live-Konzerten. Ja, hier ist heute eine große Michael Jackson Tribute Show am Start. Ich bin dabei und hinter der Kamera steht Chris, der mich hier heute aktiv unterstützt. Gleich kommen noch viele weitere Michael-Fans, die ausverkaufte Arena mit unterstützen. Und ich guck mal, vielleicht komme ich ja auch schon vorher rein und kann ein bisschen was von den Proben berichten. Also, MJ Update Folge 40, auf in den Trailer und danach geht's weiter. Viel Spaß! Hallo Bergisch Gladbach! Hier stehen die Tourbusse von der Crew von One Night of MJ. Und lass uns direkt mal reingehen. Ich hatte mich angekündigt, hier links seht ihr auch Chris, und durfte so auch vor dem regulären Einlass rein und einen Blick auf die Proben werfen. Die Bühne durfte man leider nicht filmen. Hier ist die große Promowand mit Flyern und ein Foto von Wendell Gamma, dem Michael Jackson Impersonator, und direkt daneben die Michael Jackson Gitarristin Jennifer Batten. Neben der Fotowand ging es auch direkt rein in die Halle in dem Bergischen Löwen und hier sieht man schon Tänzer und ich glaube auch Wendell Gamma gesehen zu haben. MJ Update in Bergisch Gladbach und One Night of MJ, die Show. Ich war gerade bei den Proben zusammen mit Chris. Hinter mir geht's rein. Ja, was habe ich gesehen? Wendell hat hier in den Proben schon Human Nature gesungen. Es war richtig, ja, Gänsehautmomente. Die Band hat interagiert mit der Bühne, die haben untereinander Spaß gemacht. Jam ist mir in Erinnerung, Billie Jean, Thriller wurde auch mit Choreografie ein bisschen getanzt. Also einiges war hier schon los. Die Proben haben, ja, das ist immer interessant, diese Proben zu sehen. Es waren noch alle ganz ohne Kostüm auf der Bühne. Jennifer Batten hat im Hintergrund ja Gitarre schon gespielt. Jetzt sind sie alle gegen 19 Uhr zurück in die Garderobe gegangen und haben sich geschminkt und fertig gemacht für die Abendvorstellung. Und hier ist jetzt noch einiges los. Einige vom Malibu Fanclub sind hier. Da seht ihr Vanita zum Beispiel. Matthias und Jenny laufen hier auch irgendwo rum. Und es ist auch ganz interessant zu sehen, obwohl wir jetzt nicht in einer Großstadt sind wie Köln, wo irgendwie 10.000 Leute hinkommen, oder das MJ-Musical in Hamburg, das jeden Abend läuft. Wir sind hier in einer relativ kleinen Stadt und hier sind super viele Leute mit Michael-Outfits. Sie haben T-Shirts an. Ich habe auch schon jemanden gesehen, der ein Tattoo hat. Glitzerjacken sind hier. Also Michael ist allgegenwärtig und ein Dangerous T-Shirt habe ich eben auch schon gesehen. Also einiges ist hier los. Ja, das ist jetzt gerade das Treiben, bevor das Ganze anfängt. Um 20 Uhr geht's los mit der Vorstellung. 50 Minuten, danach eine kleine Pause und dann geht's in den zweiten Teil. Doch bevor es losging, halfen wir noch dem Veranstalter beim Aufbau der Promowand, wovor wir auch ein Interview mit Wendell führen durften. Hi Wendell, nice to meet you. Nice to meet you. Now you are here in Germany. Yes, finally we are here again. Yes. Yeah, I'm so happy to be here. It's a big tour. It's the second year. The second time we are here doing this amazing tour with One Night of MJ. Yes. How many gigs you did? I don't remember it right now, but we did more than, I think, 7 shows. Yeah. Well, 7 shows. And incomplete, outside Germany, maybe you're on tour in Italy. Yes, I don't know, wherever you are. We did more than 50. More than 50 shows. Yes. Yes, great, awesome. Yeah. And
You are from Brazil, right? Yeah, I'm from Brazil, so far from here. Yeah. And how do you become a Michael Jackson fan? So when I was a kid, my aunt had VHS that there's a Michael Jackson concert that he made in Munich. Ah, And the first from history time tour. from history I was tour. there. Yeah, you was there. Yeah, me too. Oh God. Yes. You can see me there. Oh really? Yeah, yeah. Great. The After you, audience. after you can show me. Yeah, Yes. you. Yeah, of course. So it was the first time that I saw Michael. I was 7 years old, and the first time I saw him, I fell in love. Yes. And every day I called to my mom, "Mom, bring me to my grandma's home because I want to see Michael Jackson." And I started to dance in front of the TV every single day. And your grandma is from Munich, or? No. We are from Brazil. Completely. But we had the VHS. VHS. Yes, Oh, of course. Yes, Yeah. yes. Yeah, great. And how do you become an impersonator? It You were started. 7 when Yeah, Michael. yeah. I started to dance in front of TV every day, and I could learn some steps. Okay. And then every time that my family start to create a party, like birthday parties, my parents take the sound and put the Michael Jackson songs to play, and then I start to dance for them. Okay. And then the first time I danced for other people was in the school. Okay. When Michael Jackson passed away. Oh, okay, 2009. Yeah. And do you recognize in Brazil that Michael Jackson was there for the They Don't Care About Us video? Oh no, I was so young. No, Okay. I wasn't born yet because I was born in 97. 97? 97, oh, yeah. Oh my God. Yeah. Yes. And Michael was there in 96. Yes, that was 90 before Yeah. your time. Yeah, yes. I thought One maybe year when you before. was a kid. You Yes, had the chance. yes. But Okay. I didn't have a chance, unfortunately. Yeah. And how do you become a member of the team of MJ, of One Night of MJ? Ah. From Brazil to Europe, is the show in Brazil famous, or? No. It's because I start to grow up on social medias. Yes, I And, saw that. yeah. On TikTok, 500,000 Yes. followers or more. And- yes. Yes, that's. And so the team finded me, and they called me, and we start to have a conversation about to do a great show together. And they liked me, and I liked them, and it started like that. Oh, okay. Yeah. And how is it to work with Jennifer? She was with Michael together on stage. Oh. Now you're on stage with Yes, Jennifer. for me it's something unbelievable because I'm performing with her every day, but I would never get used it Yeah. because it's something for me. It's out of this planet, you know. Because I grow up watching Jennifer side of Michael, you know, and for me it's wow, it's Yeah. something unbelievable. Yeah. It's truly. Yeah. And she's a nice person. I Yeah, met she's her 2 years amazing. ago. She's Yes, amazing. I love her. Yeah. Yeah. Um 19:30 Uhr startete der Einlass. Das Theater war mit seinen 700 Plätzen ausverkauft. Die Show startete mit Videoeinspielern und das Publikum zeigte sich begeistert und hatte Spaß. Schließlich startete die Show. Und plötzlich stand Wendel in ikonischer Michael-Pose auf der Bühne. What's your favorite parts of the show? Also which kind of songs do you like to perform most? Do you have favorite elements, parts? I never saw this show before. Yeah. It's my first time today. But what's your My favorite? My favorite parts. Yes. I have too many favorite parts, but I really love Wanna Be Starting Something because of the energy of the choreography, and with the dancers, with the band, we clap the hands together with the crowd. Seine Begeisterung kann ich nur bestätigen. Die Stimmung auf der Bühne war großartig. And also I love the way you make me feel, and Billie Jean, of course. Okay. I love, Classics. yeah, I love
every song, but I think my most favorite one is Billie Jean, because in this song I need to be very focused on the performance and how to control the vocals too. And the audience had the picture in their minds, and they want to see the moonwalk. Yes, because I think it's the most famous Michael Jackson videos is from Billie Jean live, you know, also in History Tour, you know, and I need to be very concentrated, focused, and that's why I think it's my favorite one. Wendell gab dem Publikum alles, was es bei Billie Jean erwartete. Den Moonwalk, den Glitzerhandschuh, den Hut und die Paillettenjacke. Do you perform Human Nature? This is one of my favorite songs. Yes, we do it. Yeah, we do it. Yes. Die Show startete schließlich mit Jam. Danach folgte der Drill, der damit They Don't Care About Us einleitete. Auf der Bühne stand ein volles Orchester, das alles live spielte. Das hatte ich nicht erwartet. Wahnsinn. One Night of MJ spielt viele ikonische Michael Jackson Songs nach. Dabei hält es sich an die Live-Performances, die sich in einigen Nuancen von den Albumversionen unterscheiden. Die Show bietet aber auch neue Songs an, die Michael Jackson nie richtig live spielte. Hier Remember the Time. 1993 spielte Michael den Song einmalig sitzend bei den Soul Train Awards live. Weil er sich den Knöchel verstaut hatte, saß er. Viel später erst sah man auf YouTube Videos von den Proben zur Dangerous Tour, wo man sehen konnte, dass Remember the Time geprobt wurde. Das Lied schaffte es aber aus unbekannten Gründen nie in die Live-Shows. Auch Given to Me sang Michael Jackson nie live. Hier existiert nur das Musikvideo, das damals in München aufgenommen wurde. Im Video wird zwar eine Live-Situation nachgestellt, aber eine klassische Live-Version von dem Song im Konzert oder bei einer Show gab es leider nie. Wir sind hier bei One Night of MJ immer noch. Das ist die Pause und ich habe hier Jenny und Vanita vom Malibu Fanclub neben mir. Und ja, ihr habt es ja schon mal gesehen. Nee, du hast es schon mal gesehen. Für dich war es die Premiere. Deshalb frage ich dich zuerst, wie hat es dir gefallen bis hierher? Total begeistert. Richtig gut, ja. Gab es einen Lieblingsmoment oder einen Lieblingssong bis zur Halbzeit? The Way You Make Me Feel, ganz großes Kino. Die Tänzer spielten detailliert alle Choreografien nach. Ja. Und hat dir noch was anderes an der Show gefallen? Ich finde das Ganze bombastisch gemacht. Also Bühnenbild, Live-Musik, Tänzer und der Hauptinterpret natürlich sowieso. Ja, das war schon eine krasse Show. Das muss ich auch sagen, das habe ich nicht erwartet, dass es so groß ist.
sind ja über 20 Leute auf der Bühne. Richtig cool. Jenny, du hast es ja schon gesehen. Ja, im März. Ist es die gleiche Show? Ja, nur die Veranstalterin hatte auch gesagt, dass die ein bisschen was geändert haben in den Stimmen, weil bei dem ersten Leck quasi, also bei den Frühjahrsshows, hat man Wendels Stimme leiser gehört. Und haben hinterher alle gesagt, oh, das könnte etwas lauter sein, damit man ihn mehr hört und nicht nur die Instrumente und so, die natürlich auch mega sind, aber seine Stimme ist halt wirklich schön. Und das haben die geändert jetzt für diesen Teil und das merkt man, weil seine Stimme kommt richtig gut raus und das finde ich eine tolle Änderung. Und deswegen finde ich die Show wieder richtig, richtig gut. Mir gefällt die richtig gut. Ich habe damals sogar gesagt, die gefällt mir fast noch besser als das Musical in Hamburg. Ach, krass. Das ist krass, dass ich das gesagt habe, obwohl ich die Show in Hamburg auch gut finde. Auch gut. Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde es richtig, richtig toll, wie er singt und tanzt und das Gesamtpaket hat. Er ist auch so sympathisch und die ganzen Leute auf der Bühne, also dass da so viele Streicher wirklich sind und so eine große Band und Tänzer und Background-Sängerinnen, die auch alle super aussehen, super Kostüme haben. Also richtig gut, ja. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass da so viel Live-Musik stattfindet. Ja. Ich hatte mit Musik vom Band gerechnet. Richtig gut, ne? Ich auch. Ja. Deswegen, also die Show kann echt mithalten mit dem Musical in Hamburg. Das wäre jetzt meine Frage. Du kommst ja gerade aus den USA. Ja. Du hast ja in den USA auch ganz viel gesehen gerade. Ja. Wie vergleichst du diese Show? Kann die da mithalten oder sagst du, in den USA, da ist alles besser? Nein, da ist nicht alles besser. Auf gar keinen Fall. Und was Shows angeht, sind wir echt schon weit vorne. Ja. Also ich finde die echt qualitativ somit am besten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die mega. Ja. Ja, das war ein kleiner Zwischenstand zur Pause. Ja, vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Ja, geht noch hin. Ja, noch ein paar geht Städte hin. stehen am Plan. Auf jeden Fall. Und auch nächstes Jahr geht's weiter. Genau, super. Ja. Und mit Jennifer Betten natürlich, die sehen wir gleich. Genau, Jennifer Betten kommt im zweiten Teil. Die war im ersten Teil noch nicht dabei, aber die freuen wir uns schon. Genau. Und wir durften Säckchen schlürfen aufs Haus. Genau. Das darf man auch noch erwähnen. Prösterchen. Auf den zweiten Teil. Genau, auf den zweiten Teil. Nach einer 20-minütigen Pause ging es weiter. Die Show startete mit Smooth Criminal. Danach betrat Jennifer Betten die Bühne, Michael Jacksons Standardgitarristin auf allen großen Tourneen. Zu Beat It glänzten Wendell und Jennifer. Rockig ging es weiter mit fantastischen Präsentationen von Dirty Diana und Black or White. Danach folgte das Thriller-Set. Die Show ließ aber auch Raum für die Background-Sänger und Sängerinnen, die zwischendurch die Bühne übernahmen. Hier zum Beispiel Earth Song. Danach folgten Billie Jean, Bad und Man in the Mirror. Mit Heal the World wurde das Publikum in die Nacht entlassen.
One Night of MJ ist gerade zu Ende gegangen. Hinter mir wird gerade schon abgebaut. Und was soll ich sagen? Es war eine 2,5 Stunden Live-Show, Live-Instrumente, Live-Band, Live-Tänzer, Live-Gesang. Nichts vom Band, kein Playback. Es ist eine super Show. Es ist total spannend, die zu sehen und total aufregend, diese Show live zu erleben. Und einige haben schon gesagt, diese Show kommt man kriegt so ein kleines Gefühl von früher, als man im Stadion war. Und dieses Gefühl kann ich nur widerspiegeln, dass diese Show dem sehr ähnlich ist. Und daher ist es eine absolute Empfehlung und kann es euch nur so empfehlen. Und gleich, jetzt müssen wir rausgehen, der Saal wird geschlossen. Der böse Tourmanager ist hinter mir, der Olaf, der uns hier ganz lieb umsorgt hat. Aber wir gehen jetzt raus und mehr gibt's gleich. Oh, die Show ist zu Ende, ich bin fix und fertig. Wie geht's dir, Claire? Ja, so geht's mir auch. Es war so ein bisschen, habe ich eben schon gesagt, so ein Revival in die alten Zeiten, ja, oder? Das Gefühl hatte ich auch. Also ich habe gerade bei Heal the World fühlte ich mich wie damals auf der History Tour. Ja. Und das war ein Gänsehautmoment, oder? Ja, absolut. Gänsehaut, wenn ein ganzer Saal Heal the World singt. Also ich fand Man in the Mirror, das vorletzte Lied, schon sehr tränentreibend. Ich war kurz davor und dann noch Heal the World, dachte ich mir, besser könnte der Abschluss nicht sein. Das war ein toller Abschluss. Und was hat dir jetzt abgesehen davon am besten gefallen? Ich weiß nicht, es war so ein Gesamtpaket, ne? Also Jennifer Batten auf der Bühne, einfach geil. Die direkte Connection zu Michael, einfach großartig. Ja. Man hat irgendwie das Gefühl, dass Michael dadurch nochmal lebendig irgendwie wird. Und ich fand den Impersonator echt gut. Also ich habe noch nie so einen guten gesehen, der hat wirklich seine Sache hervorragend gemacht. Da stimme ich dir 100% zu. Ja. Das sagen ja auch irgendwie alle, die irgendwie diese Show gesehen haben, also dass der wirklich der Beste ist. Ja, und ich fand es auch spannend, die haben Cellisten auf die Bühne gebracht, da waren Trompeter und so. Und das war mal auch, die haben so einen neuen Twist da auch reingebracht, das fand ich auch cool. Irgendwie. Ich habe gedacht, die Musik kommt vom Band. Mir war gar nicht bewusst, dass hier überhaupt eine Liveband drin ist. Also es ist eine volle Liveband, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Jennifer Batten hat, ja gut, das habe ich gewusst, Jennifer Batten spielt Gitarre, das wird schon live sein, aber beim Rest habe ich gedacht, das kommt irgendwie vom Band, aber dass dann auf einmal noch Cellisten und Geiger vor Ort sind, also Wahnsinn, ne? War atemberaubend. Ja, deswegen, also ich fand so das Gesamtpaket einfach großartig. Ja. Finde ich auch. Ja, super, dass du hier dabei warst, Claire. Ja, fand ich auch. Und damit geht dieser Abend langsam zu Ende. Ich gucke aber mal, ob ich noch ein paar Stimmen einfangen kann. Und oben ist ja auch noch die Autogrammstunde. Weiter geht's. Doch bevor wir zur Autogrammstunde kommen, habe ich noch ein paar Fragen an Wendel. You have more than 500,000 followers on TikTok, and I saw you there. And you don't only make videos of Michael Jackson, you make videos of modern talking in MJ style. I saw that. Yes. It was very funny to see that. Yes, I like to do this kind of videos because I like to bring to the audience something different. I like to sing other artists with Michael Jackson vocal style, and it's helped me to grow on social medias, you know. Yes. And I really love to do it. I take all of the songs that I think it works on my vocals, and I can recognize it, the songs that has a big choir, because in Michael Jackson's song, you know that he recorded a lot of voices, you know, more than 10. Yeah. And I decided to do it, like in the Mother Talking, in the chorus, there's a part that I decided to do the same as Michael did in his song. And in my mind, Michael sang the song in this way. That's why I do it. Yeah, that sounds very, very good. Thanks so much. And I have another question or another topic. Many Michael Jackson fans, this is a compliment for you, many Michael Jackson fans said to me, you must see Wendel. Wendel is the best impersonator you ever saw. And that's what other fans say. And fans are usually critical to impersonator. They are not so good. Maybe some say, okay, the dances, the voices, but they say Wendel is the best impersonator they ever saw. And that's your it's your talent. So I always want to bring my best.
I can't say that I'm the best one because there's a lot say of that. yeah. The fans say that. Yeah, That's but a compliment from Michael Jackson fans, and most of us saw Yeah. Michael Jackson live. Yeah, but you know, I always want to bring my best that I can in the You really did. dance styles, in vocal styles, you know, in the costumes, everything. I really love to do what I do. It's my favorite thing to do in the world. That's why I am so focused at and bring to the best for the crowd, and I think that's why they love it. Perfect. Yes. Yeah. Okay. Now we're at the end, and thank you very, very much, Wendell, for being a guest in my YouTube show. I make a complete episode about this event. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Jetzt bin ich bei der Autogrammstunde und da werde ich mir natürlich noch das Programmheft unterschreiben lassen und da gucke ich jetzt mal, was hier so los ist. Und so ging ich die Reihe ab und holte mir so von allen Anwesenden ein Autogramm und stellte, unvorbereitet wie ich war, sinnfreie Fragen. You're Sarah, right? Yes. Yes. Nice to We had the meet contact. Yes, nice to meet you. Thank you for everything. It was great. It was an awesome show, and I didn't expect that you are the dancer. Yes. Yes, I was totally surprised. Yes. Yes, it was. It's your show. It's your choreography. Yes. Oh wow. Yes. Would you sign? Yes. Could you sign? Is your picture? Yes. Yes. I'm here. Yeah. Hey, good to see you. I remember you. Great, thank you. Thank you so much Yeah, for coming. yeah, thank you for everything. Hi Wendell, it was an awesome show, and I didn't expect that. It was one of the greatest shows, and I share the telling from other fans who said Wendell is one of the best impersonator, and that's it. Yes, you're really great, really great. Yes. And I think Jennifer, she's direct in the. You worked for Michael, and did you think he's one of the best impersonators? Absolutely. Yes. Yeah. Yeah, I think so too. Thank you so much, Jennifer. Yeah. Hello. You were great. Yes. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. You're a dancer? So No, guitar player. Guitar player. Yes. On the left or right? Left side. Watching the stage. Right. From you. Right. Yes. Yeah. I saw you. Yeah. That was great. Great show. And I didn't expect that there's a full live show, and it was totally great. Yes. Thank you so much. Oh, Dankeschön. You Italian? Yeah. Okay. I was in Rome 2 weeks ago. Rome is unbelievable. Yes, Rome is unbelievable. Totally. Yes, of course. Thank you so much. Yes. Thank you. Thank you. And you, hello. You are one of the dancers? No, orchestra. Orchestra. Okay, great. I didn't expect that there's so many instruments in the show. Thank you so much. You are one of the dancers, right? Yes, I saw you. Yeah, it's great. Great work. All the dancers, all four dancers, right? 4 dancers in the show. Yes, that's perfect. Hello. And you're one of the singer, Yeah. background singer of great voice. Thank you. And you had a solo on Earth Song. No, Where was your solo? Blame It on the Boogie. Lemon on the Boogie. Okay, yes, that's right. Great voices. Thank you. All great team, great shows. Thank you very much. And you were one of the dancers? I'm the drummer. The drummer. Yes, right. Yeah, great play. Yes. Thank you. Yes, Thank you so much. Yes, thank you for the show. See you next time, maybe. Yes, maybe in Italy. Who knows? Yeah. Yes. Bye bye. In Italy. See you in Italy. We are waiting for you. Bye bye. Das komplette Team war super herzlich. Mein abschließendes Fazit: One Night of MJ ist eine fantastische Produktion. Der komplette Cast verbreitet eine super Stimmung, auf der Bühne, aber auch während der Autogrammstunde. Daher empfehle ich euch die Show. Tickets gibt es online bei verschiedenen Anbietern. Manche Städte sind nur exklusiv auf Eventim erhältlich, andere bei Ticketmaster oder Reservix. Schaut einfach mal bei allen Anbietern vorbei. Am 18. Oktober ist die Show in Bonn und ab März 2026 ist die Show in Bremen, Magdeburg, Bad Kissingen, ja insgesamt in 20 Städten. Und falls ihr aus Italien kommt oder im November oder Dezember dort Urlaub macht, dann könnt ihr die Show dort in vielen Städten sehen.
Bei den Italien-Shows nimmt Jennifer Batten an 5 Shows teil. Informiert euch am besten online. In Rom sind sogar 3 Shows geplant. Hier nimmt Jennifer Batten aber nicht dran teil. Alle Infos und Updates bekommt ihr auf dem offiziellen Instagram-Kanal mit dem Namen Legend the Show in Orchestra. Dort bekommt ihr alle aktuellen Infos zu den Shows in Italien, aber auch in Deutschland. Ja, das war mein Ausflug nach Bergisch Gladbach in meine Heimat und für mich war das was ganz Besonderes. Ein Stück Michael Jackson in der Stadt zu sehen, aus der ich komme. Und jetzt kann ich behaupten, dass ich schon mal mit Jennifer Batten auf der gleichen Bühne performt habe. Dazwischen liegen zwar 35 Jahre, naja, aber als ich 10 Jahre alt war, hatte ich dort eine Tanzaufführung meiner Tanzschule. Es war eine Musikvorstellung von Mary Poppins. Mit diesen Eindrücken verabschiede ich mich. Ich freue mich, wenn ihr meine Videos lange anschaut. Das merkt YouTube und spielt meine Videos dann auch öfter aus. Ich freue mich auch, wenn ihr mir ein Abo gebt. Für heute aber war es das. Wir sehen uns bald wieder bei MJ Update Folge 41. Ciao! Willkommen bei MJ Update. Das ist, jetzt bin ich raus. Haben wir noch Fragen? Did I have more questions? Let me think. Jennifer Batten hat einen Hintergrund. Es kommt eine Durchsage.